Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach unserem ersten Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ich begrüße beide Trainer, Roger Schmidt für Bayer Leverkusen und Jürgen Klopp für Borussia Dortmund. Herr Schmidt, Gratulation zum Sieg. Vielen Dank. Und die Bitte um Ihren Kommentar zum Spiel. Ja, gut, das Spiel heute hätten wir uns natürlich nicht schöner malen können. Erster Spieltag, dass wir dann in der Lage sind, eben halt gerade hier in Dortmund zu bestehen, wirklich auch viele Dinge richtig gut umzusetzen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, ein schnelles Tor geschossen, das uns sicherlich auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Danach gute Balleroberung gehabt, vielleicht das eine oder andere Mal nicht optimal ausgespielt. In der zweiten Halbzeit hat Dortmund extrem viel Druck gemacht. Wir immer wieder ein paar Situationen gehabt, wo wir auch hätten das 2-0 erzielen können, mussten aber immer wieder auch in der Box richtig gut verteidigen, wenn sich Dortmund über außen durchgespielt hat. Das haben wir geschafft, haben leidenschaftlich gekämpft und eben halt am Ende dann noch quasi erste und letzte Minute ein Tor geschossen, das Spiel entschieden. Und ich denke, dass die Mannschaft sich den Sieg heute auch insbesondere aufgrund der Mentalität, die sie gezeigt hat, verdient hat. Dankeschön. Danke, Roger Schmidt. Jürgen, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also wir haben, und das tut natürlich richtig weh, wenn man so in ein Spiel startet, muss man klar sagen. Also dass der Leverkusen diesen Weg wählen würde, so drauf zu gehen, so in diese Richtung das Angriffsspiel ablaufen zu lassen, hat wahrscheinlich keinen überrascht. Nur bei uns 4, 5 Mann. Und da stand es dann eben 0-1. Und wenn man nach 9 Sekunden 0-1 hinten liegt, müssen erst ein paar Fehler passiert sein, die dazu führen, dass der ein oder andere Spieler sich jetzt nicht mehr ganz so gut fühlt wie noch 9 Sekunden zuvor. Im Gegenzug fühlt der Gegner sich besonders gut. Und das hat so die ersten 20, 25 Minuten das Spiel dramatisch beeinflusst, muss man einfach sagen. Und tatsächlich hat Leverkusen seinen Plan durchgezogen und wir unseren leider nicht. Wobei der in der Phase gar nicht zu erkennen war. Dann sind wir noch besser ins Spiel gekommen und haben eigentlich mit jeder Situation, die wir, wo wir ein bisschen Fußball gespielt haben, sind wir sofort gefährlich geworden, ohne die ganz großen Chancen zu kreieren. Und nichtsdestotrotz waren wir dann im Spiel. Steht eben nur 1-0, gehst in die Halbzeit, veränderst ein bisschen was, kommst raus, machst Druck. Dass das heute hier kein sensationelles Spiel mehr werden würde, die Gefahr bestand durchaus. Das ist auch nicht geworden, aber die Mannschaft hat extrem Willen gezeigt und hat sich dann die Möglichkeiten erarbeitet, auch nicht in der Hülle und Fülle, wie es vielleicht auch möglich gewesen wäre, aber trotzdem, sie waren da, davon einige genutzt. Dann drehen wir das Spiel, egal wie gut Leverkusen gestartet ist, und dann fällt natürlich das zweite Tor nicht. Aber so ist es gewesen und dementsprechend hat Leverkusen verdient gewonnen, dazu herzlichen Glückwunsch. Und wir haben uns das Spiel in den ersten 9 Sekunden schon mal deutlich schwerer gemacht als notwendig, aber wir haben einiges aufzuarbeiten. Das ist ja normal nach so einem Spiel. Aber dass wir nicht wach waren von Beginn an, den Schuh ziehe ich mir wirklich an, weil das ist, also ich kann ja nicht sagen, oder mich mehr oder weniger loben lassen dafür, dass eine Mannschaft immer bereit und immer konzentriert ist. Und wenn sie nicht konzentriert ist, dann habe ich damit nichts zu tun. Ich werde auch mal genau nachgucken, was ich eigentlich heute gemacht habe, dass das nach 9 Sekunden so ausgesehen hat. Und kann schon mal versprechen, von meiner Seite aus wird es dann nie mehr vorkommen. Dankeschön. Danke, Jürgen. Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass heute niemand das Huawei-Tippspiel gewonnen hat. Das Handy, das bleibt bei uns im Lager. Es gibt sicher Fragebedarf zum Spiel und bei einem rechtzeitigen Handzeichen sind wir schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Wir gehen in die letzte Reihe zu dem Herrn in der grauen Jacke, glaube ich. Frage an den Trainer von Leverkusen, Herr Schmidt. Haben Sie sich das Debüt in der Bundesliga so vorgestellt, mit einem Tor nach 9 Sekunden? Nee, habe ich natürlich nicht. Habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt, sondern haben versucht, uns gut vorzubereiten auf das Spiel. Und also von daher war ja klar, dass es ein besonderes Spiel ist. Für mich natürlich auch, hier in Dortmund das erste Mal als Trainer auf der Bank zu sitzen. Super Kulisse und dann auch zum Auftakt. Also von daher, ich habe es auf mich zukommen lassen und aber wie ich schon gesagt habe, hätte nicht besser laufen können. Gibt es weitere Fragen? Friedbert Raulf, auch in der letzten Reihe.
An Jürgen Klopp. Es gab in beide Richtungen offensichtlich erheblichen Gesprächsbedarf zwischen Herrn Eitekin und Ihnen. Worum ging es da von Ihnen zu ihm und von Eitekin? Was hatte er Ihnen zu sagen? Also während des Spiels kam und hat mir da schon erklärt, dass wenn zwei Spieler einer Mannschaft sich aneinander verletzen, wie auch immer, wenn zwei Spieler da liegen, dann dürfen die auf dem Platz bleiben nach der Behandlung. Scheint eine Regel zu sein. Das war in der einen Situation. Ich habe aber da nicht gemeckert oder so, sondern ich habe nur ein bisschen doof geguckt, weil ich die Regel nicht kannte. Das war das. Ja, in den letzten Minuten nach dem Spiel. Von Ihnen zu Eitekin nach dem Spiel? Ja, aber da haben wir uns auch ganz normal unterhalten. Ich habe nur gesagt, dass ich finde, dass taktische Fouls nicht genug geahndet werden. Das ist auch tatsächlich meine Meinung. Also das ist, es geht immer darum, kriegt irgendjemand für ein unabsichtliches, aber dann irgendwie interpretiertes absichtliches Handspiel gelb und es sind 5, 6, 7 Situationen, wo aus meiner Sicht ein klares taktisches Foul vorliegt, wobei vielleicht müssen wir nochmal erklären, was das ist. Genau, wo wir einen Angriff laufen können und dann wird ein kleines Foul gemacht. Das ist für mich eine gelbe Karte. So. Das ist ja nach dem Spiel gewesen, das hat ja keinen Einfluss mehr gehabt. So. Aber es war ganz ruhig. Heiko Niederer, Bild-Zeitung. Wenn Sie sagen, Sie nehmen das mit auf Ihre Kappe, das Tor, oder ziehen sich den Schuh mit an, was hätten Sie im Nachhinein anders gemacht oder was hätte man anders machen können? In der Situation hätte man alles anders machen können und jede einzelne andere Entscheidung hätte zu einem Nicht-Tor geführt. So, ja, das würde ich, so schnell bin ich nicht. Ja, wie gesagt, ich muss nochmal nachdenken, wo genau ich nicht klar genug war in meiner Ansage, aber wie gesagt, es war so offensichtlich schlecht, das können die Jungs nicht alleine verbockt haben. Bitte schön, Ihre Frage. Herr Schmidt, wie bekommen Sie Ihre Mannschaft nach einer derart brillanten Vorstellung für den Mittwoch wieder auf den Boden für ein Spiel, das eigentlich schon gewonnen ist? Nein, da ist noch gar nichts gewonnen. Wir haben ein Hinspiel gewonnen, 3-2, mussten uns das auch wirklich hart erarbeiten. Kopenhagen ist eine gute Mannschaft, das darf man nicht unterschätzen und steht sehr viel auf dem Spiel für uns und auch für die Mannschaft, für den Verein. Also von daher glaube ich, dass wir immer so einen großen Willen haben, jetzt in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, dass das für Unterschätzung oder Übermut, also null Platz ist, 0% Platz. Also wir werden da hochkonzentriert sein und wir glauben überhaupt noch nicht, dass wir durch sind, sondern wir wissen, dass wir uns noch mal 90 Minuten alles erarbeiten müssen. Ich sehe keine Fragen mehr, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Danke.